Moin zusammen, herzlich willkommen zum ersten One-Page-Rules Fantasy Völker-Video. Da es wenig Bilder gibt von diesen verschiedenen Völkern, nur hier und da mal, werde ich im Hintergrund ein Lagerfeuer laufen lassen oder vielleicht Naturvideos. Ja, irgendwas Ruhiges. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Nehmt euch einen Keks, nehmt euch einen Kaffee und wir starten gleich los mit den One-Page-Rules Tiermenschen. One-Page-Rules Fantasy. Die Völker der Tiermenschen. Tiermenschen sind eine Koalition verschiedener Arten bestialischer Humanoiden, die sich auf Hinterhaltetaktiken verlassen, um ihre Feinde zu überwältigen. Jahrhundertelang lebten die Tiermenschen zusammen in der südlichen Savanne Tyrias, bauten große Städte und trieben Handel. Die Öffnung des Risses zerstörte viele ihrer Städte und Dämonen vertrieben sie aus ihrer Heimat. Die meisten Tiermenschen sind nach Norden geflohen und haben auf der Suche nach einer neuen Heimat durch Raubzüge und Plünderungen überlebt. Die riesige Savanne im Süden Tyrias war seit jeher von Wildtieren bewohnt. In der Mitte der größten Wasserstelle des Landes spendete ein riesiger, üppiger Baum Schatten und Nahrung. Und aus seinen Wurzeln sickerte eine magische Substanz in seine Früchte. Über viele Generationen hinweg veränderten sich die Tiere, die die Früchte dieses Baumes fraßen, langsam und wurden empfindungsfähig. Sie betrachteten den Baum als heilig und ließen sich in Frieden um ihn herum nieder. Nach und nach lernten die verschiedenen Stämme Ndoli, Waheni, Hapari, Ndwari und Selombi zusammenzuleben und bildeten eine Konföderation eng verbundener Stämme. Die Tiermenschen bauten eine große Zivilisation in der Savanne auf und errichteten eine große Hauptstadt rund um den heiligen Baum, sowie ein Netzwerk kleinerer Städte rundherum, das sich über das Grasland erstreckte und die umliegenden Wasserstellen miteinander verband. Jahrhundertelang lebten die Tiermenschen in der Savanne ein Leben in Frieden und Wohlstand. Dann öffnete sich der Riss. Er raste durch die Savanne, beschädigte den heiligen Baum und zerstörte viele ihrer Städte. Als die Dämonen auftauchten, waren die meisten Tiermenschen gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Das Einzige, was von ihrer alten Zivilisation übrig geblieben ist, sind die Ruinen ihrer Städte und die ausgetrocknete Überreste des heiligen Baumes, dessen einst kristallklares Wasser jetzt schwarz geworden ist. Einige Tiermenschen nennen diese Ruinen immer noch ihr Zuhause, aber es besteht keine Hoffnung, dass sie in Zukunft noch einmal aufblühen wird. Andere haben begonnen, am Rande des Risses entlang in Richtung Herz von Tyria zu wandern. Um zu überleben, überfallen sie Siedlungen und brennen Wälder nieder, um Ausrüstung und Lager zu bauen. Jeder der Tiermenschen hat seinen eigenen Grund für diese große Migration. Einige hoffen, ein neues Zuhause zu finden, während andere versuchen, die Ursache der Kluft zu verstehen. Andere haben sich an Überfälle und Gewalt gewöhnt und nutzen jede Gelegenheit, um die Häuser anderer zu zerstören, so wie ihre eigenen Häuser zerstört wurden. Das waren die Tiermenschen. Ja, wie ihr seht, ist mir schon aufgefallen bei One-Page-Rules, die Völker sind nicht prinzipiell, ich sag mal, böse oder dämonisch oder ähnliches, sondern, naja, abgesehen von den Dämonen, sondern die sind meistens durch Umstände so geworden, wie sie jetzt sind. Also das sieht man jetzt bei den Tiermenschen zum Beispiel sehr, sehr gut. Die haben friedlich zusammengelebt, ja, die haben Handel betrieben mit Menschen, Elfen, Zwergen etc. pp. Und dann kam halt diese große Katastrophe, die sie dazu gezwungen hat, in Anführungsstrichen, das zu werden, was sie heute sind. Das finde ich immer ganz cool bei One-Page-Rules. Fakt ist aber leider auch, in Anführungsstrichen, dass diese Geschichten über die Völker relativ kurz immer sind. Das heißt, ein Video wird immer so zwischen 3 und 5 Minuten haben. Ich kann das jetzt so machen, wie jetzt hier dieses Video, einzeln. Also die ersten 4 Videos werden jetzt einzeln kommen. Oder wenn ihr dann unter die Videos schreibt, mach ruhig mal irgendwie 2, 3 Völker hintereinander, dann werde ich das natürlich auch gerne machen. Da brauche ich aber euer Feedback. Das wäre lieb, wenn ihr da mal unten was reinschreiben würdet. Und wenn ich halt irgendwie Bilder oder ähnliches finde, werde ich da natürlich immer ein bisschen was einfügen. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal je nachdem wann ihr es guckt, ein schönes Wochenende oder halt eine schöne Woche. Und wir hören und sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye.